Was ist das Erste, an das du denkst, wenn du Syrien hörst? Vielleicht denkst du an die wirklich sehr schöne Umayyaden-Moschee. Oder vielleicht an die historische Festung von Aleppo. Oder an das sehr leckere Manakisch. Übrigens ein sehr, sehr leckeres Essen, wenn ihr es noch nicht gegessen habt, so als Tipp. Oder vielleicht denkt ihr jetzt, wenn ihr Syrien hört, an Krieg, Flucht, Vertreibung. Vielleicht seht ihr Bilder vor euch, wie ich sie auch sehe, von Hubschraubern, die Bomben auf Zivilisten abwerfen. Vielleicht denkt ihr an ausgebrannte, ausgebombte Städte, an viele Tausende, die in den Ruinen ihrer ehemaligen Heimat leben. Vielleicht denkt ihr an den Bürgerkrieg von Syrien, der seit 2011 das Land verwüstet hat. Vielleicht denkst du aber auch an die russische Armee, die ganze Städte in Syrien in Grund und Boden bombardiert hat. Russland und Syrien sind zwei wirklich schlimme Terrorstaaten. Und die AfD ist mittendrin. Denn 2018 reiste eine Delegation aus Bundes- und Landespolitikern der AfD nach Syrien, nach Damaskus, um sich dort mit Vertretern des Assad-Regimes und Muftis zu treffen. Das belegen nun Unterlagen, die Frontal 21 vorliegen. Und einer der Reisenden war zum Beispiel der Abgeordnete Christian Blacks, der auf Twitter bzw. jetzt X extrem mit seiner Reise flext. Oh Gott. Sorry. Flex dokumentierte seine Reise nach Syrien auf jeden Fall auf Twitter und postete neben Bildern, die ihn zeigen bei Treffen mit Vertretern des Assad-Regimes und Muftis, unter anderem auch Bilder von Frauen, die er offensichtlich heimlich abgelichtet hatte und diese dann mit ein paar, ja doch sehr islamophoben Worten begleitet und unter anderem die Behauptung aufstellt, dass die Bundesregierung indirekt daran arbeitet, dass diese Frauen eben auch bald Kopftuch tragen müssten. Und ich weiß, man sollte es nicht sagen und man sollte es sich nicht auf sowas hinablassen, aber ich muss es jetzt dennoch sagen. Liebe Frauen Syriens, im Sinne aller aufrechten Deutschen möchte ich euch sagen, es tut uns leid, dass wir so einen Muppet, mit Steuergeld finanziert, nach Syrien gelassen haben, nach Syrien geschickt haben, damit er euch dann heimlich ablichten kann. Es tut uns wirklich sehr leid. Wirklich. Aber der Christian Blacks, der ist halt generell ein sehr herzlicher Mensch, der viel zu sagen hat. So kommentiert er dann zum Beispiel ein anderes Bild, was er postet aus einer Teebar mit folgenden Worten. Während sogenannte syrische Flüchtlinge aus Homs auf Kosten des deutschen Steuerzahlers in Berlin Kaffee trinken, trinken wir ihn auf eigene Kosten in Homs. Finde den Fehler. Ja, da sind gleich mehrere Fehler, Herr Blacks. Auf der einen Seite, auf eigene Kosten heißt auch auf Kosten der Steuerzahler, nur so als Hinweis. Und das ist ja der generelle Fehler, dass wir zu AfD-Nasen finanzieren, dass die nach Syrien fahren können, dort Bilder machen können, heimlich Bilder machen können von Frauen oder dann auch Bilder posten, unter anderem die zum Beispiel den extrem brutalen Bürgerkrieg und das extrem brutale Vorgehen der Regierung in Syrien verharmlosen, relativieren und kleinreden. Und unter anderem zum Beispiel Homs selber, die Stadt Homs wurde von syrischen Regierungstruppen sturmreif geschossen, jahrelang sturmreif geschossen. Da war nicht mehr viel übrig als eine Ruine, als die 2016 dann final eingenommen wurde. Ist ja keine Frage, dass das ein Fehler ist, dass die AfD mit Steuergeld nach Syrien reist, um dort mit Vertretern des Terrorregimes die sogenannte Remigration zu besprechen. Und wir wissen ja alle, was die AfD heute damit meint. Die Rückführung von ganz, ganz vielen Menschen, auch gegen ihren Willen, in Länder, in die sie niemals zurückgeführt werden dürften. Und das ist natürlich gegen Völkerrecht, wenn dort Menschen zum Beispiel Tod, Vernichtung und Vertreibung, Haft und Folter droht. Aber um das zu umgehen, um das Völkerrecht zu umgehen, da hat die AfD aber einen ganz guten Move damals 2018 entwickelt. Schaut mal hier. Nach dem Treffen schicken der damalige Bundestagsabgeordnete Waldemar Herd und 4 weitere AfD-Mitglieder einen Brief an den syrischen Diktator, bitten um eine Audienz bei Assad. Es geht um die geordnete Rückführung von Syrern. Die Vertreter der Russen notieren, die Syrer sollen zuerst nach Russland gebracht werden und dort eine, Zitat, Ausbildung in relevanten Berufen in Russland auf Kosten Deutschlands erhalten. Genau, denn die AfD hat zusammen mit ihren Helfern aus Syrien und Russland einen ganz guten Plan damals entwickelt. Man wollte nämlich die syrischen Flüchtlinge nicht direkt nach Syrien abschieben, weil das eben nicht geht, sondern sie über Russland hinweg abschieben.
Denn Russland war zwar 2018 auch schon sehr geächtet durch die Annexion der Krim, aber eben noch nicht so geächtet, wie sie seit der Invasion der Ukraine sind. Und dort wollte man dann quasi den Move machen, dass eben diese Menschen über Russland hinweg dann nach Syrien abgeschoben werden. Und erstmal klingt es natürlich ganz nett, ne? Wenn man dann den Leuten verkauft, hey, wir bezahlen denen eine Ausbildung in Russland, damit die dann in Syrien helfen können. Das klingt so, als würde man den Menschen und dem Land helfen wollen. Aber in Wahrheit heißt es halt auch, sobald die Menschen außer Landes sind, kräht ja kein Hahn mehr danach, ob die am Schluss dann von Russland aus in syrischen Foltergefängnissen oder gleich im Straßengraben landen. Und wenn man weiß, dass die syrische Regierung, syrische Truppen gegen die eigene Bevölkerung Giftgas einsetzen, dass sie Fassbomben, also große, ungezielte Bomben abgeworfen haben über den Städten des Landes und dass alleine in den letzten Jahren Zehntausende laut UN einfach verschwunden sind, dann muss man solche Treffen mit solchen Vertretern solcher Regierungen, die die AfD da vorgenommen hat, zumindest verurteilen. Die Rückführung und Abschiebung von Menschen in solche Gebiete und in die Obhut solcher Regierungen zu planen und voranzutreiben, das geht weit über Verachtung hinaus. Russland für seine Hilfe bei diesem Plan sollte von der AfD Unterstützung bekommen in Sachen Propaganda. So schlug nämlich der aus Kasachstan stammende ehemalige Bundestagsabgeordnete Waldemar Herd vor, eine Organisation, einen Verein zu gründen, der von der Lage in der Krim, auf der Krim im Sinne Russlands berichten würde. Zudem versprach der Bundestagsabgeordnete, damalige Bundestagsabgeordnete, sich aktiv einzusetzen dafür, dass Sanktionen gegen Syrien und gegen Russland gelockert werden. Ja, sympathisch, oder? Und eigentlich müsste ich euch jetzt gar nicht noch erzählen, dass 2021 dieser Waldemar Herd zum Beispiel das Tragen der Maske während der Pandemie mit dem Judenstern im Dritten Reich verglich und einer fundamentalen christlichen Strömung angehört und sich dafür einsetzt, die Rechte von sexuellen Minderheiten zu beschneiden, zu reduzieren und null und nichtig zu machen. Fassen wir also nochmal zusammen. 2018 flog eine Delegation der AfD auf Kosten des Steuerzahlers zuerst nach Syrien und später dann noch nach Moskau, um die millionenfache Abschiebung von Menschen in ein Krisen- und Kriegsgebiet zu besprechen, um diese Menschen wieder in Obhut eines Regimes zu bringen, was seine Bevölkerung mit brutalsten Verbrechen versucht hat, wieder in die Gehorsamkeit zu bomben. Unterstützt von der russischen Armee, die ganze Städte in Schutt und Asche gelegt haben. Unter anderem eben angeleitet von General Surowikin, dem General Armageddon, der später als Oberbefehlshaber in der Ukraine hauptverantwortlich war für die Einführung von Terrorbombardements gegen die Bevölkerung als normales politisches und militärisches Mittel der russischen Armee. Und während man sich eben dann mit den Vertretern von zwei der krassesten Terrorregime der Welt, die man eigentlich in einem Atemzug nur noch mit Nordkorea nennen kann, an einen Tisch setzten, um zu diskutieren, wie man diese ganzen Pläne umsetzen kann, postete man heimlich Bildchen von Frauen, die man so auf der Straße abgelichtet hat, oder eben dann auch Propagandatexte und Nachrichten und Bilder, um zu zeigen, wie schön, sicher und toll doch wieder Syrien ist. Immer im Hinterkopf, dass man den Russen gleichzeitig angeboten hat, extreme Propaganda im Sinne Russlands zu machen, wenn die einem nur helfen, diese ganzen blöden Ausländer wieder aus Deutschland loszuwerden. Krass, oder? Ja, alles im Sinne der Remigration. Übrigens ein Begriff, den scheinbar auch Parteichef Chrupalla schon eine Weile kennt. Diese Pläne werden nicht erst seit Potsdam diskutiert. Der Veranstalter des Treffens lädt seit Jahren ein. Gernot Möhrig, in seiner Jugend ein führender Neonazi. 2021 war auch AfD-Chef Chrupalla sein Gast. Möhrig schreibt: Dass sich Tino Chrupalla selbst ins Auto setzt, um vor einem kleinen privaten Kreis völlig unkompliziert und glaubwürdig Rede und Antwort zu stehen, ist wahrlich nicht selbstverständlich gewesen. Chrupalla bei einem Rechtsradikalen wie Möhrig. Für ihn reine Privatsache. Und daher geht sie, wo ich mich privat mit wem auch immer treffe. Ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an. Und hier, Tino, täuschst du dich ganz gewaltig. Man kann nämlich nicht als Bundessprecher einer neofaschistischen Partei zu einem Treffen mit Neonazis gehen, um dort zu besprechen, wie man Millionen von Menschen auch gegen ihren Willen und teilweise mit der Anwendung von Gewalt abschieben kann und sich danach dann hinstellen und sagen, ja, das war ein privates Treffen, das hat ja mit meiner Tätigkeit als Politiker nichts zu tun. Politiker sein ist halt kein Job,
wo du um 9 Uhr einstempelst, dir einen Anzug anziehst und dann, wenn du ausstempelst, ihn wieder ausziehst und bist ein ganz anderer Mensch. Es geht um Werte. Es geht um grundsätzliche Haltungen und es geht auch um die Frage, wer ist denn da als Mensch unterwegs? Wer ist denn da so privat? Weil sowas wählen die Leute, sowas wollen die Leute und du kannst als Politiker nicht sagen, das ist meine Privatsache hier, das geht euch nichts an. Gerade wenn man aktiv an Treffen teilnimmt, die konspirativ gegen die deutsche Verfassung sind. Das geht nicht und das ist eine billigste und armseligste Ausrede, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Aber es zeigt halt auch einfach, dass die AfD keine Ahnung mehr hat, wie sie sich da wirklich rausfinden soll. Weil das natürlich erdrückend ist, wenn sich Vertreter deiner Partei mit Vertretern von Terrorstaaten treffen, die brutal die eigene Bevölkerung bombardieren und mit Kriegsverbrechen überziehen oder das Nachbarland mit Kriegsverbrechen überziehen. Ist natürlich kein gutes Zeichen. Und vor allem ist es ein Verrat an unseren deutschen und europäischen Werten. Es zeigt aber auch ganz gut, wen die AfD so als Freund betrachtet, mit dem sie kooperieren und zusammenarbeiten möchte. Mit den schlimmsten Diktaturen und Diktatoren dieser Welt. Ist das eine Alternative für Deutschland? Oder ist es vielleicht doch der Wunsch von einigen zu einer Rückkehr in eine Zeit, die wir nie wieder als deutsche Zivilgesellschaft akzeptieren und dulden können? Ich sage mal so, die Antwort ist relativ deutlich. Und da müssen wir als Gesellschaft jetzt diesem Treiben wirklich mal ein Ende setzen. Weil das ist nicht akzeptabel. Das ist ein Verrat an unseren deutschen Werten und an das, was wir als deutsche Zivilgesellschaft auch glauben. Und das muss man so deutlich sagen. Und wir müssen diesen Kampf weiter gemeinsam führen. Wir müssen denen wirklich auf die Finger schauen. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass es nun endlich soweit ist, dass man dieser Partei mit allen rechtsstaatlichen Mitteln das Handwerk legt. Und danke für eure Unterstützung. Danke für eure Abos, für eure Likes, für eure Kommentare. Danke fürs Empfehlen. Und vor allem danke, dass auch ihr auf die Straße geht und Flagge zeigt. Das ist sehr wichtig. Und ich bin euch wirklich sehr dankbar. Und ich habe mit sehr vielen Menschen in den letzten Tagen auch gesprochen. Ich organisiere eben, organisiere ist zu viel gesagt, aber ich nehme an einer Demo teil. Und da haben mir ganz viele Leute gesagt, sie kommen auch, weil es wichtig ist, Flagge zu zeigen. Und das weiß ich sehr zu schätzen und das finde ich großartig. Und in dem Sinne, vielen Dank dafür. Und wir kämpfen auf jeden Fall weiter. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie die AfD kommuniziert in der Krise, gerade im Hinblick auf die aktuellen Veröffentlichungen und Nachrichten, habe ich das mal hier ein bisschen analysiert für euch. Ist ein langes Video, aber vielleicht ganz sehenswert. Schaut da gerne auch mal rein. Und wir sehen uns bald wieder. Bleibt untot. Euer Wolfi. Ade.